Es war ein grauer Montagmorgen, als Elisa den Aufzugsknopf des Hauses Nummer 163 in der Rua Bento Lisboa im Zentrum von São Paulo drückte. Der Kaffee von der Bäckerei brannte noch in ihrem Magen und die Kopfhörer dämpften den Lärm des Verkehrs mit sanfter Instrumentalmusik. Die Woche hatte gerade erst begonnen und sie spürte bereits die Schwere der Tage. Mit 29 Jahren hatte Elisa ihren Traum aufgegeben, Physiotherapeutin zu werden, um als Altenpflegerin zu arbeiten. Das Leben hatte ihre Pläne mit der Krankheit ihrer Mutter durchkreuzt, dann mit der Trauer. Jetzt war sie es, die sich um das Haus, ihren kleinen Bruder und die Rechnungen kümmerte. Sie war es, die sich um alle kümmerte, außer um sich selbst. Als sich die Aufzugstür öffnete, strömte ihr der Geruch von Lavendel und Moder entgegen. Wohnung 704 lag am Ende des Flurs. Sie klopfte vorsichtig. »Dona Candida, ich bin's, Elisa.« Die Tür öffnete sich langsam wie immer. Und da stand sie. Klein gebeugt mit einem Blick, den die Jahre müd gemacht hatten, aber noch immer fest war. Die 84-jährige Frau lebte seit mehr als 20 Jahren allein und seit Anfang März kam Elisa 3-mal pro Woche zu ihr. »Hat es geregnet?« fragte die alte Dame und kniff die Augen zusammen. »Ja, Senora. Am besten bleiben Sie heute schön warm«, antwortete Elisa lächelnd und half ihr, sich auf das Sofa zu setzen. Die Wohnung war still, voller alter Möbel und Erinnerungen, eingefangen in Bilderrahmen. Elisa fand diesen Ort immer merkwürdig. Etwas an dieser Wohnung schien in der Zeit stehen geblieben zu sein. Während sie Kamillentee zubereitete, fiel Elisa ein schief hängendes Bild im Flur auf. Es war ein schwarz-weißes Foto einer Frau mit einem Baby auf dem Schoß. Etwas verblasst. Doch was ihre Aufmerksamkeit erregte, war das Detail im Hintergrund. Ein knorriger Baum mit einer Schaukel aus Seilen. Diesen Baum kannte sie. Er stand im Garten ihrer Großmutter in Arujá, wo sie einen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte. Das beunruhigte sie. »Dona Candida, wer sind die Personen auf dem Foto im Flur?« Die alte Frau zögerte. Ihre Augen schienen in der Zeit zu reisen. Dann wich ihr Blick aus. »Menschen, die nicht mehr da sind«, antwortete sie nur. Elisa bohrte nicht weiter nach. Aber etwas in ihr begann zu jucken, wie eine Erinnerung, die noch keinen Namen hatte. In jener Nacht in ihrem kleinen Schlafzimmer dachte sie an das Bild, an den Baum, an das Baby. Sie nahm ihr Handy und schrieb ihrer Tante Ana, der Schwester ihrer Mutter: »Tia, erinnerst du dich an den Baum bei Oma, den mit der Schaukel? In der Wohnung einer meiner Patientinnen gibt es ein Bild mit genau diesem Baum.« Die Antwort kam schnell. »Diesen Baum? Klar erinnere ich mich. Den gab es nur einmal. Oma pflanzte ihn, als unsere Mutter starb. Warum fragst du?« »Ich erkläre es dir später, Tia. Es ist einfach zu seltsam. Elisa wälzte sich unruhig im Bett. Und ohne zu wissen warum, träumte sie in dieser Nacht von ihrer Mutter. Im Traum hielt sie einen Umschlag in der Hand und sagte nur: »Du musst es wissen.« In den folgenden Tagen ließ sie der Gedanke an das Foto nicht los. Und je mehr sie Dona Candida beobachtete, desto mehr sagte ihr etwas in ihrem Innern, dass es kein Zufall war. Sie begann auf Details zu achten, wie die alte Dame sich durchs Haar strich, wie sie sich die Augen wischte, wenn sie bei Telenovelas gerührt war. Es war zu ähnlich dem Verhalten ihrer Mutter, bis sie eines Tages beim Aufräumen einer Schublade im Wohnzimmer ein altes Notizbuch fand. Der Einband war blau, verblichen, und darin Briefe, viele Briefe, alle adressiert an eine gewisse Marina. Marina war der Name von Elisas Mutter. Ihre Hände begannen zu zittern. »Dona Candida, wer ist Marina?« Die alte Frau drehte sich langsam um, atmete tief durch und sagte dann: »Meine Tochter.« Die Welt geriet ins Wanken. Elisa spürte, wie ihr für einen Moment der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. »Ihre Tochter? Sie hatten eine Tochter namens Marina?« »Ja, sie wurde mir weggenommen. Sie sagten, sie sei bei der Geburt gestorben, aber ich habe es nie geglaubt.« Elisa hielt sich am Tisch fest. Ihr Herz schlug viel zu schnell. »Sind Sie sich sicher?« Candida sah ihr tief in die Augen, zum ersten Mal mit Tränen. »Und du, warum willst du das so genau wissen?« Elisa antwortete nicht. Sie ging ins Bad. Er brach sich. In jener Nacht erzählte sie alles ihrer Tante Ana, zeigte ihr ein Foto von Dona Candida.
Die Frau war sprachlos. Dann flüsterte sie: »Elisa, diese Frau, sie galt als tot. Aber ich erinnere mich, das ist sie. Das ist die Mutter deiner Mutter.« Es war wahr. Candida war Elisas Großmutter und niemand hatte es gewusst. Am nächsten Morgen kehrte Elisa mit zitternden Beinen in die Wohnung zurück. Sie hatte kaum geschlafen. Ihr Kopf war voller Fragen. Als Dona Candida die Tür öffnete, schienen ihre Augen bereits alles zu wissen. »Sind Sie wirklich die Mutter von Marina?« Candida schloss die Augen, als würde sie etwas Schmerzhaftes noch einmal durchleben. »Ja, sie wurde an einem regnerischen Nachmittag im Jahr 1969 geboren. Sie sagten mir, sie habe nicht überlebt. Sie zeigten mir nicht einmal den Körper. Ich flehte, weinte. Aber ich verließ das Krankenhaus mit leeren Armen und einem zerbrochenen Herzen.« Sie setzte sich mit Mühe. Ihre faltigen Hände zitterten. Jahrelang herrschte Stille. Fragen ohne Antwort. Später bekam ich einen anonymen Brief, in dem stand, dass meine Tochter lebt, dass sie einer anderen Familie übergeben wurde. Ich wusste nie mehr als das. Elisa setzte sich ihr gegenüber. Sie konnte es noch immer nicht glauben. »Haben Sie danach noch mal geheiratet oder Kinder bekommen?« »Nein, mein Mann verließ mich. Ich war jung, aber ich wurde über Nacht alt.« Die Pflegerin schwieg. Dann hatte sie den Mut zu fragen: »Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Ihre Tochter gelebt hat, dass sie eine Tochter hatte und dass diese Enkelin ich bin?« Candida hielt sich die Hand vor den Mund. Ein Schluchzer entrang sich ihr, ohne Vorwarnung. Dann begann sie zu weinen. Zuerst leise, dann wie ein Sturm. Elisa lief zu ihr und umarmte sie. Und minutenlang sagten sie nichts. Sie weinten nur. 2 Generationen, getrennt durch eine Lüge. »Ich dachte, ich würde nie wieder ihren Namen hören«, sagte Candida, immer noch weinend. »Marina, sie starb, als ich 17 war. Krebs. Aber sie sprach oft von der Kindheit, von einer Traurigkeit, die sie nicht erklären konnte, weil ich ihr gefehlt habe. Ja.« In den folgenden Tagen wurden Elisas Besuche täglicher, nicht mehr als Pflegerin, sondern als Enkelin. Candida zeigte ihr weitere Briefe, versteckte Fotos, Stücke der Vergangenheit, die aus Angst und Scham verschwiegen worden waren. Elisa erfuhr, dass ihre Mutter an eine wohlhabende Familie der damaligen Zeit übergeben worden war, die heimlich ein Kind adoptieren wollte. Ein damals übliches Vorgehen in den 70ern, als alleinstehende, arme Frauen gezwungen wurden, ihre Babys in religiösen Kliniken abzugeben. »Das ist Ihnen passiert, oder?« Candida nickte mit einem düsteren Blick. »Ich war allein, 22 Jahre alt, und Sie sagten, das Baby ist tot. Gehen Sie nach Hause, machen Sie keinen Skandal.« Und ich ging, trug eine Trauer mit mir, die nie verging. Elisa konnte es nicht erklären, aber jeder Tag mit ihrer Großmutter heilte etwas tief in ihr. Sie begann, kurze Videos mit dem Handy aufzunehmen, um die Erzählungen von Candida festzuhalten. Vielleicht würde sie eines Tages daraus eine Doku machen. Würden sie ihre Geschichte auch anderen erzählen wollen, wenn es anderen Müttern hilft haben, die ihre Kinder verloren haben? Ja, dann erzählen wir sie gemeinsam. 3 Wochen später postete Elisa das erste Video in den sozialen Medien. Meine Großmutter wurde von der Familie für tot erklärt und ich habe sie wiedergefunden, als ich sie pflegte, ohne zu wissen, wer sie war. Das Video ging viral. Tausende Kommentare, gerührte Menschen. Adoptivmütter, verlorene Kinder, ähnliche Geschichten. Es war, als hätte man eine verborgene Kiste kollektiver Schmerzen geöffnet. »Glaubst du wirklich, dass es anderen auch so geht?« fragte Candida. »Mehr als wir denken. Aber jetzt geben wir dem Ganzen eine Stimme.« Doch nicht alle waren erfreut. Eines Abends erhielt Elisa einen anonymen Anruf. Eine kalte Männerstimme. »Hören Sie auf, in der Vergangenheit zu wühlen. Das wird wichtigen Leuten schaden.« Sie zitterte, erzählte es ihrer Tante Anna, die besorgt war. »Das könnte von der Familie kommen, die deine Mutter adoptiert hat. Die hatten Einfluss. Vielleicht haben sie Angst, dass alles ans Licht kommt. Aber die Wahrheit muss ans Licht. Pass einfach auf dich auf.« Trotz der Angst machte Elisa weiter. Und langsam blühte Candida auf. Sie aß besser, bewegte sich mehr, lachte. »Ich habe so lange darauf gewartet, Oma zu sein«, sagte sie eines Nachmittags, während sie eine bunte Decke strickte. »Und jetzt
hat mir das Leben dich gebracht. Elisa war oft gerührt, aber sie unterdrückte die Tränen. Sie wusste, dass diese Momente kostbar waren und dass die Zeit knapp war. Am Vorabend ihres 85. Geburtstags organisierte Elisa eine kleine Feier. Sie lud Nachbarn ein, Freunde, sogar ein Reporterteam, das sich für die Geschichte interessierte. Im Wohnzimmer zwischen Blumen und Kuchen hielt Candida eine kurze, aber unvergessliche Rede. Jahrzehntelang war ich die Frau, die ein Kind verloren hat, die von Sehnsucht lebte. Heute bin ich die Frau, die eine Enkelin wiedergefunden hat. Und mit ihr kam das Leben zurück. Der Schmerz wurde nicht ausgelöscht, aber er wurde verwandelt. Applaus, Tränen, Umarmungen und Lächeln, die endlich aus der Seele kamen. An diesem Abend, nachdem alle Gäste gegangen waren, blieben Elisa und Candida allein im Wohnzimmer. Die Kerzen auf dem Kuchen flackerten noch in der Küche und das alte Radio spielte leise ein Schlaflied. »Wo?«, sagte Elisa, zum ersten Mal ganz natürlich. »Darf ich dich etwas fragen, was ich schon lange mit mir trage?« »Natürlich, mein Kind.« »Mama hatte immer Albträume, Ängste, die niemand verstand. Sie weinte bei Wiegenliedern. Ich dachte, sie sei einfach zu sensibel. Aber jetzt denke ich, war es vielleicht Sehnsucht nach etwas, das sie unbewusst verloren hatte?« Candida blickte ins Leere, dann auf ihre Hände. Manchmal vermisst die Seele einen Schoß, den sie nie hatte. Und das wird zu einer Traurigkeit ohne Namen. Vielleicht war das, was sie trug. Elisa spürte einen Kloß im Hals, einen Schmerz, vermischt mit Erleichterung. Und jetzt heilen wir das vielleicht gemeinsam. In den darauffolgenden Wochen veränderte sich etwas in Elisa. Als wären die wiedergefundenen Bande zur Vergangenheit eine Kraftquelle für ihre Zukunft. Zum ersten Mal seit Jahren dachte sie daran, wieder zu studieren. Physiotherapie lebte noch immer in einer Ecke ihres Herzens. »Du kannst deine Träume noch verwirklichen«, sagte Candida eines Morgens. »Lass nicht zu, dass der Schmerz dich daran hindert, das zu leben, was noch vor dir liegt.« Es ist zu spät, Wowo. Zu spät ist es nur, wenn man aufhört zu glauben. Ermutigt von den Worten ihrer Großmutter suchte Elisa nach Stipendien, reichte ihre Unterlagen ein und wurde Monate später in ein Abendstudium aufgenommen. Sie würde wieder lernen. Doch die Zeit forderte ihren Tribut. Candida begann, Erinnerungslücken zu haben. Verwechselte Namen, vergaß Daten, wusste nicht mehr, ob sie gegessen hatte. Eines Tages hätte sie fast die Küche in Brand gesetzt. Die Diagnose traf sie hart. Alzheimer im Anfangsstadium. »Es wird der Moment kommen, in dem ich mich nicht mehr an dich erinnern werde, mein Schatz«, sagte sie mit feuchten Augen. »Und ich werde hier sein, um für uns beide zu erinnern.« Die Nachricht berührte Elisas Community tief. Inzwischen verfolgten Tausende ihre Geschichte. Sie begann vorsichtig auch die kleinen Anzeichen der Krankheit zu teilen, aber auch die zärtlichen Momente, die der Zeit trotzten. Ein Video bewegte besonders. Candida mit einem Notizbuch im Schoß versuchte, den Namen ihrer Tochter Omarina zu schreiben, während Elisa ihre Hand hielt. »Damit ich es nicht vergesse«, sagte die alte Dame. Und am Ende flüsterte sie mit Mühe, »Ich liebe dich, Enkelin.« Die Zeit verging. Einige Erinnerungen gingen verloren, aber andere blieben, eingraviert in eine Liebe, die keine Krankheit auslöschen konnte. Candida begann, Elisa das Lichtmädchen zu nennen. Und obwohl sie nicht mehr genau wusste, warum, lächelte sie jedes Mal, wenn sie durch die Tür trat. »Ich habe Blumen mitgebracht, Wowo. Deine Lieblingsrosen.« »Weiße Rosen?« »Ja, so wie du sie mit Mama gepflanzt hast. Erinnerst du dich?« Sie lächelte. Manchmal ja, manchmal nein. Aber das Lächeln, das war immer da. Ein Jahr später nahm Elisa das letzte Video auf. Auf dem Balkon der kleinen Wohnung, mit einer Decke über den Beinen, sprach sie direkt in die Kamera. »Heute ist meine Großmutter gegangen. In Frieden, im Schlaf. Wie jemand, der schon alles gefunden hatte, was ihm einst genommen wurde. Sie hat mir mehr über Liebe, Zeit und Vergebung beigebracht als jedes Buch. Und selbst als die Erinnerung verblasste, blieb die Liebe. Die Liebe bleibt immer.« Sie hielt inne, atmete tief durch. »Wenn du das gerade siehst, dann umarme jemanden, den du liebst. Warte nicht auf die Zeit. Manche Geschichten vollenden sich erst, wenn wir den Mut haben, neu anzufangen.« Das Video wurde millionenfach geteilt.
Zeitungen, TV-Sendungen, Podcasts. Alle wollten die Geschichte der Enkelin erzählen, die ihre Großmutter pflegte, ohne zu wissen, wer sie war, und die sie durch Liebe wiederfand. Doch Eliza lehnte Interviews ab. Sie sagte, diese Geschichte sei dazu da, gefühlt zu werden, nicht vermarktet. Monate später veröffentlichte sie ein Buch. Candida, die Erinnerung, die blieb. In der Widmung schrieb sie, für die Frau, die Mutter war, ohne es zu wissen, Großmutter, ohne es leben zu dürfen, und die trotzdem 3 Generationen mit ihrer Liebe heilte. Und jeden Abend, bevor sie schlafen ging, holte Eliza das blaue Notizbuch hervor, das ihre Großmutter ihr hinterlassen hatte. Sie las die letzten Worte, geschrieben mit zitternder Hand. Wenn ich eines Tages vergesse, wer ich bin, erinnere mich daran, dass ich geliebt habe, dass ich geliebt wurde. Und das reicht. Sie schloss das Buch, löschte das Licht und lächelte, denn sie wusste, trotz allem Verlust hatte sie die Zeit mit Liebe besiegt. Und du, hast du schon einmal jemanden wiedergesehen, den das Leben oder die Zeit von dir getrennt hatte? Oder glaubst du, dass wahre Liebe sogar dem Vergessen standhalten kann? Teile deine Geschichte mit uns in den Kommentaren und schreib dazu, aus welcher Stadt du zuschaust. Deine Erfahrung könnte anderen Hoffnung schenken. Danke fürs Zuschauen.